Seid ihr bereit für den neuen Lattafa? Wow, da hat Lattafa was rausgehauen. Ja, Eternal Vanilla ist der neue Duft. Nicht nur ein nicer Flakon, auch eine nice OVP und ein nicer Preis und auch ein nicer Duft. Das werde ich euch erklären und erzählen. Yes, mein Name ist Dennis und wir gehen rein, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Yes. So, hier, schaut euch das an. Also, das ist schon, ja, das kann man machen. Das ist nicht schlecht. Und hier haben wir die OVP, ziemlich groß. Und in dieser OVP ist eine OVP. Und über diese OVP habt ihr einen kleinen Pappschuber noch rüber. Also, bevor ihr dieses Teil in der Hand habt, dauert es ein bisschen. Yes. Eternal Vanilla. Aber kann man auf jeden Fall so machen. So, der Sprüher, das sieht jetzt wahrscheinlich gut aus, aber am Anfang hat der schon ein bisschen geklemmt und ein bisschen gekratzt. Musste ich abmachen. Kann sein, dass das bei euch auch ist. So, aber ja, lassen wir es so stehen. Der Sprüher hätte trotzdem einen Tick besser sein können. Aber wie ist der Duft? Und kommt er überhaupt zu der richtigen Jahreszeit? Ich habe ihn gestern getragen. Gestern Morgen allerdings. Gestern Nachmittag war es in Hamburg 15 Grad, aber morgens war es noch frisch. Das ist eben im Norden so, oder beziehungsweise in Deutschland ist es eben kalt morgens. So, und ich sage euch eins, also zur Jahreszeit, irgendwie kommt er ein bisschen zu spät. Ja, er ist natürlich schon eine Weile, glaube ich, so lange ist er noch nicht draußen, aber eine Weile. Aber es wird jetzt wärmer und es ist natürlich, es sagt ja schon das Wort, Eternal Vanilla. Es ist ein Vanilleduft und der ist schon schwer. Da kommen wir gleich zu. Also die Jahreszeit eigentlich, wenn man es jetzt, es ist ja neu heutzutage, ist es eigentlich falsch. Aber früher hat es auch kein Arsch interessiert. Also ist doch egal, ob du in Hochsommer Vanille trägst oder nicht. So, aber das ist nicht nur ein Vanilleduft. Das Ding ist, ihr müsst aufpassen, der ist auf der Haut anders als in der Luft und auf dem Teststreifen. An Anfang kam bei mir, ich habe ihn auch gesprüht, da kam irgendwas Pfeffriges. So ein bisschen Vanille pfeffrig. So, und da habe ich mir gedacht, das kenne ich doch schon wieder. Was macht Lattafa denn da? Ich habe mich doch schon mal über Lattafa aufgeregt. Dann können sie sich ja nicht beschweren, weil French Avenue langsam oder eigentlich schon an ihm vorbeizieht und so weiter. Aber auf der Haut und um euch herum ist der ganz anders. So, und da kommt, es ist erstmal eine schöne Brombeere in der Kopfnote. So, es ist cool. Brombeere benutzen ja nicht viele und in den Endeffekt dann die Vanille, Kakao und Kokos etwas Kokos. Auf Parfumo steht, glaube ich, Kokospuls. Whatever. Ne? Kokos. Lassen wir es einfach so stehen. Das rauszuriechen ist gar nicht am Anfang so einfach. Kakao, ja, finde ich. Diese Kakao hast du so einen Background. Vanille auch. Viele meinen gar nicht Vanille zu riechen. Doch, riecht man. Ne? Also schöne Bonbon. Vanille. Und ein bisschen Kokos. Aber ich finde Kakao sogar mehr so. Das Kakao und Kokos harmonieren so, dass du, wenn du kein Kokos-Fan bist, diesen trotzdem tragen kannst. Also es ist kaum. Aber irgendwie mehr Kakao, Süße und ja, Vanille eben. Ne? Ich weiß gar nicht, warum die Leute das nicht raus. Und Brombeere, vielleicht ist das dieses stumpfe, trockene, wo ich erst dachte, es wäre pfeffrig. So, irgendwie wird das die Brombeere sein. Brombeere ist sehr speziell. Und ja, dann Tonkabohne, auf jeden Fall Amboxan, glaube ich, ein bisschen ist auch drin. Moschus Zedernholz. Also man hat dieses holzige, Benzo ist auch noch drin. Man hat aber kein pfeffrig. Ich habe aber immer das Gefühl, man riecht ein bisschen rauchig-pfeffriges. So, aber es ist auch egal, was im Endeffekt dort drin ist oder nicht. Fakt ist, der Duft an sich ist schon maskulin, männlich, präsent, geil für einen Vanilleduft. So, ein Unisex, ja, wenn eine Frau sowas mag, ja, aber der könnte auch ein bisschen präsent, obwohl, nee, es könnte eigentlich schon Unisex sein, aber die Frau muss sehr präsente, finde ich, für mich schon ein bisschen maskulin. Muss sie schon tragen können und wollen, nicht können, wollen. Und dementsprechend, ja, kann man machen. Aber für die Jahreszeit jetzt, für viele wird das zu viel sein. Wenn ihr auffallen wollt, haut rein. So, im Endeffekt ein Duft, der eine schöne DNA hat,
muss sagen, dass sich da Lattafa wieder nicht lumpen lassen hat und mal wieder was rauskommt. Aber sie müssen es auch, weil da gibt's so viele jetzt, ihr wisst ja, andere, die kommen aus den arabischen Teil und ja, das wird auch dort interessant. Weiß ja nicht, ob die alle zusammenhängen, das könnte ich mir manchmal auch vorstellen, aber ich glaube auch nicht da. Ja, aber wie gesagt, schönes Teil, da gab's ja schon ein, zwei Düfte, glaube ich, aus dieser Reihe, die kenne ich jetzt nicht, aber dieses Teil ist nice, stark. Zur Haltbarkeit und Zert kommen wir jetzt. Haltbarkeit, wie gesagt, ihr kennt mein Thema. Das lassen wir einfach mal außen vor, weil jeder hat eine andere Haut. Ich könnte jetzt sagen, ja, nehmen wir mal 9 Stunden. Was auch rankommt, ne? Also 9 Stunden ist der auf jeden Fall da. So, aber es kann bei euch anders sein, stärker oder weniger. Die Sillage ist wichtig und die ist präsent. Ob der den jetzt in den Raum sprüht oder so, er ist da. Er ist da. Ne? Also, er ist schon stark. Natürlich wird auch er irgendwann hautnah oder ruhiger, aber er bleibt um euch herum und ihr werdet wahrgenommen. Und der Duft kann ich euch sagen, kommt gut an, aber es gibt auch welche, die das nicht mögen. Das ist ganz logisch, weil nicht jeder mag Vanille und vielleicht auch nicht dieses Rauchige, was ich da dran rieche. Ja, auf jeden Fall, hier riecht er wieder ganz anders dran. Also Leute, vergesst das, ne, so nach dem Motto dann zu riechen, whatever, oder am besten wie Jeremy Fragrance und Schwachsinn da reinzusprühen. Ja, und ja, dementsprechend ein gutes Teil. Eternal Vanille. Also da, wenn man Vanille macht, muss man ihn probieren. Wenn man nicht viel Geld ausgeben will, muss man ihn probieren. Wenn man Lattafa-Fan ist, muss man ihn probieren. Wenn man gute Haltbarkeit haben will und so weiter, ja, muss man ihn probieren. Im Endeffekt spricht alles dafür, dass du den Duft probieren musst. So. Oder blind kaufen, besser gesagt. Mit probieren ist ja schwierig, blind kaufen. Aber wenn du ihn nicht magst, dann wird ihn einer auf jeden Fall mögen und abkaufen. Das würde ich wirklich so stehen lassen. Ja, Freunde, könnt ihr mal sagen, kennt ihr den Duft schon? Das würde mich interessieren und dann würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.